Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Was da kommende Woche in der beschaulichen Hauptstadt von Litauen stattfindet, ist mit Sicherheit ein entscheidendes Ereignis, vielleicht ein epochales, eines, über das wir eines Tages mal in den Geschichtsbüchern lesen werden. Offen ist nur, in welchem Zusammenhang. NATO-Gipfel in Vilnius. Es steht viel auf dem Spiel, sagt nicht nur die ukrainische Regierung. In einem Moment, in dem Russland seinen Krieg gegen die Ukraine wohl nicht gewinnen wird, aber aktuell eben auch nicht verlieren, stellt sich die Frage, wie viel konkrete Sicherheitsgarantien bekommt die Ukraine vom Westen bis hin zur angestrebten NATO-Mitgliedschaft? Und was hieße das für uns alle in Europa? Florian Neuhan berichtet. Eine ganze Stadt trägt blau-gelb, die Farben der Ukraine. Vilnius, Litauen, bereitet sich auf den NATO-Gipfel vor und es wirkt, als gehöre die Ukraine längst dazu. Dabei ist sie hier nur Gast und wird hören, dass sie irgendwann einmal beitreten darf. Die Frage ist natürlich, was passiert bis dahin? Wenn sie NATO-Mitglied ist, dann gilt für sie der Artikel 5, also die Beistandsklausel. Aber die Frage für die Ukraine ist, wie kann sie ihre Sicherheit bis zu einem möglichen Beitritt gewährleisten? Vielleicht über Sicherheitsgarantien. Darüber wird seit Wochen auf beinahe jedem Gipfel diskutiert, wie hier beim Treffen der G7 in Hiroshima. Beim jüngsten EU-Gipfel landet am Ende nur eine schwächere Variante in der Abschlusserklärung. Europäer stünden bereit für Sicherheitszusagen für die Ukraine. Was fehlt? Eine Erklärung, was das eigentlich bedeutet. Die bleiben auch die größten Befürworter schuldig. Man muss dafür sorgen, dass die Sicherheitszusagen so hart sind, solange die Ukraine nicht Mitglied der NATO ist, dass Russland diesmal wirklich abgeschreckt wird. Wie man das im Detail ausführt, das ist dann Frage der Verhandlungen. Da sollte man auch jetzt nicht vorgreifen. Mit mehr oder weniger harten Sicherheitsgarantien hat die Ukraine bittere Erfahrung. 1994 das Memorandum von Budapest. Die Ukraine gab ihre Atomwaffen ab, erhielt im Gegenzug die Sicherheitsgarantie, dass Russland das Land nicht angreifen werde. Das Ende ist bekannt. Heute kämen die Garantien von einigen Staaten des Westens, von den USA bis Deutschland. Wobei das Wort Garantie wohl zu viel verspricht. Man würde schriftlich fixieren, was der Westen ohnehin tut, der Ukraine dauerhaft Waffen zu liefern. Waffenlieferungen sind Unterstützung, genauso wie finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe, Wiederaufbauhilfe. Das ist alles Unterstützung. Es ist aber kein Verteidigungsversprechen, dass im Angriffsfall alle kommen und den anderen Staat verteidigen. Sicherheitsgarantien, die Idee ist so vage, dass sie sogar hier ankommt. Brüssel, EU-Parlament, ein Treffen von NATO-Gegnern aus linken Parteien. Selbst hier heißt es, darüber könne man reden, wenn auch nicht sofort. Wenn am Verhandlungsergebnis dann eine solche Sicherheitsgarantie mit als Ergebnis rauskommt, dann ist es akzeptabel. Aber das muss sich erst zeigen bei Verhandlungen. In dieser Woche wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj nach Vilnius reisen. Die Beistandsgarantie der NATO bleibt aktuell unerreichbar für sein Land. Und die Frage wird sein, wie umfangreich sind die Sicherheitszusagen, die die NATO-Staaten ihm hier voraussichtlich machen. Ja, dann gucken wir doch mal ein bisschen voraus mit Stefanie Babst. Sie war lange Zeit die ranghöchste Deutsche im internationalen Stab der NATO und ist jetzt bei uns. Guten Abend, Frau Babst. Schönen guten Abend, Herr Sievers. Wird das denn aus Ihrer Sicht so eine Art Schicksalstreffen jetzt für die Ukraine und eben auch für die NATO? Also ich denke, wir sind da schon an einer strategischen Kreuzung. Für die Ukraine stellt sich natürlich die Frage, ob die Verbündeten lediglich bereit sind, das bereits vor 15 Jahren gemachte Versprechen zu erneuern. Damals, 2008, auf dem Gipfel in Bukarest, wurde ja gesagt, die Ukraine darf Mitglied werden. Aber leider sagen wir nicht, wann und unter welchen Bedingungen. Und genau das hat die Ukraine dann in diese sicherheitspolitische Grauzone geführt und Präsident Putin am Ende ermuntert, den Vernichtungskrieg gegen die Ukraine zu führen. Und um das nicht noch einmal zu machen, diesen Fehler nicht noch einmal zu wiederholen, wünscht sich die Ukraine natürlich konkrete Zusagen mit Blick auf ihre Mitgliedschaft in der NATO.
Was sie wohl bekommen wird, ist eine Schutzgarantie, wobei wir gerade im Film gesehen haben, dass niemand so genau oder alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das genau sein soll. Eher so rum. Was müsste denn aus Ihrer Sicht jetzt das konkrete Zeichen an die Ukraine sein in Vilnius? Also es gibt gegenwärtig keinen Konsens im Bündnis, wie man mit dieser Frage umgehen soll. Es gibt eine Gruppe von Unterstützerstaaten der Ukraine, so ungefähr 22, 23 große und kleine Staaten, die eine relativ rasche Beitrittsperspektive fordern, auch vielleicht gekoppelt sogar an einen konkreten Zeitplan. Und es gibt dann Staaten, zu denen gehört auch, ich denke, Deutschland und die USA, die davon erstmal nichts wissen möchten, sondern eigentlich die Entscheidung auf den Tag X vertagen, nämlich an dem Tag, an dem die Ukraine eventuell den Krieg gewonnen hat. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr offen. Also die Ukraine wird weitere Unterstützungsleistungen von Seiten der NATO bekommen, aber sicherlich keine Sicherheitsgarantie. Und ist denn so eine Mitgliedschaft oder eine konkrete Aussicht, auch mit konkreten Daten unterlegt, einer Mitgliedschaft überhaupt denkbar für ein Land, das Krieg führt aktuell, das in einem Krieg hereingezogen wurde durch Russland? Also das kommt immer darauf an, welches strategische Ziel Sie eigentlich verfolgen wollen, welche Botschaft Sie auch an das Regime in Moskau schicken wollen. Und ich denke, die Befürworter einer eher rascheren, zügigen Aufnahme möchten vor allen Dingen verhindern, dass Russland dieses zweitgrößte Land in Europa, die Ukraine, weiter vor unseren Augen zerstört und am Ende auch die Ukraine ein Stück weit einfach erschöpfen kann. Wer weiß, in einem Jahr vielleicht sind dann keine größeren Waffenpakete mehr möglich und die Ukraine wäre immer noch vor der Tür der NATO. Das ist natürlich kein gutes Szenario und auch keine gute strategische Botschaft an das terroristische Regime in Russland. Jetzt sagen natürlich andere, das wäre ein Spiel mit dem Feuer. Stichwort Beistandspflicht, Beistandspakt, Artikel 5, Herzstück des NATO-Vertrages. Das heißt ja immer kämpfen und dann eben notfalls eben auch sterben für den jeweils anderen. Würde das nicht bedeuten, wir wären direkt, wir alle, mit im Krieg dabei? Ja, dieses Argument wird häufig ins Feld geführt, aber es gibt keinen Automatismus im Sinne der Aufnahme in die NATO. Wenn beispielsweise tatsächlich eine Beitrittserklärung im Sinne einer Einladung erfolgen sollte an die Ukraine, würde das ja erst einmal bedeuten, dass längere Beitrittsverhandlungen unternommen werden, so wie man das jetzt auch im Falle Schwedens und Finnlands getan hat. Es gibt da keinen Automatismus irgendwo in Richtung Artikel 5. Jetzt ist es ja unwahrscheinlich, dass es so kommt. Der US-Präsident ist dagegen. Er sagt, die Ukraine wird aktuell nicht Mitglied der NATO. Auf keinen Fall, solange der Krieg noch tobt. Er hat jetzt aber einen anderen Vorschlag gemacht. Er hat nach Kriegsende allerdings gesagt, könnte die Ukraine einen ähnlichen Schutz bekommen durch die USA wie aktuell Israel. Was halten Sie von dem Angebot? Ich bin mir nicht sicher, ob das in den Ohren der Ukrainer wirklich eine sehr erfolgsversprechende Botschaft ist. Es gibt, wie Sie sagen, natürlich diese Sicherheitspartnerschaft zwischen Israel und den USA. Das ist Militärzusammenarbeit, das ist geheimdienstliche Zusammenarbeit, aber es ist keine Beistandsverpflichtung und schon gar keine rechtlich bindende. Und alles, was für den Zeitraum X geplant wird, hilft der Ukraine gegenwärtig in ihrem Kampf gegen die Raketen und die Drohnen und alles andere, was aus Moskau und aus Russland kommt, sehr wenig. Lassen Sie uns noch kurz bitte über den Zustand der NATO generell reden. Sie zeigt sich ja gerne als geeint, als stark. Die Frage drängt sich aber schon auf, ist sie das wirklich? Schweden aktuell muss immer noch bangen, ob es NATO-Mitglied werden kann. Der NATO-Generalsekretär muss jetzt noch mal ein Jahr dranhängen, weil sich das Bündnis nicht auf einen neuen Kandidaten einigen kann. Wie einig ist die NATO tatsächlich vor diesem Gipfel? Natürlich bemüht sich das Bündnis immer darum, Einigkeit nach außen zu demonstrieren. Und ein Gipfel ist da immer eine gute Gelegenheit, eben diese Einigkeit auch am Ende herzustellen. Aber wir haben, wie Sie schon zu Recht sagen, zumindest zwei Mitglieder im Bündnis, nämlich Ungarn und die Türkei, die jetzt seit über einem Jahr dabei sind, auf der Basis sehr eigener Interessen die Aufnahme Schwedens zu blockieren. Und selbst wenn Schweden am Ende des Tages doch noch irgendwie reinrutschen kann, ist das in meinen Augen wirft das kein gutes Licht auf das Bündnis, eben weil es in diesen Fragen nicht wirklich gleich konkrete Entschlossenheit und Einigkeit gezeigt hat. Stefanie Babst, lange Zeit die ranghöchste Deutsche im internationalen Stab der NATO. Herzlichen Dank für Ihre Expertise heute Abend, kurz vor einem möglicherweise schicksalshaften NATO-Treffen. Dankeschön, Frau Babst.
Gerne. Und jetzt ein erster Blick auf die Nachrichtenübersicht heute von dir, Hanna. Die Gewalt in Partnerschaften hat in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Bundesinnenministerin Faeser forderte in der Bild am Sonntag ein konsequentes Vorgehen gegen die Täter. Dem Bundeskriminalamt wurden 2022 157.550 Fälle häuslicher Gewalt gemeldet. Das sind 432 Taten pro Tag und eine Zunahme von 9,4% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei waren rund 80% der Opfer Frauen. Zum Abschluss ihrer 4-tägigen China-Reise hat US-Finanzministerin Yellen erklärt, ihr Besuch habe geholfen, die Beziehungen der Weltmächte auf eine sicherere Grundlage zu stellen, auch wenn es erhebliche Meinungsverschiedenheiten gebe. Sie glaube, dass die Welt groß genug sei, damit beide Länder gedeihen können, betonte Yellen. Das Verhältnis zwischen China und den USA ist aktuell sehr angespannt. Hintergrund sind unter anderem die engen Beziehungen Pekings zu Moskau, aber auch Handelskonflikte. Die EU und Neuseeland haben nach mehrjährigen Verhandlungen ein Freihandelsabkommen in Brüssel unterzeichnet. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, dass der bilaterale Handel dadurch um bis zu 30% wachsen könnte. Mit dem Abkommen werden unter anderem Zölle auf EU-Ausfuhren nach Neuseeland abgeschafft. Der neuseeländische Premier Hipkins betonte die klimapolitischen Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens. Nach einem Luftangriff mit vielen Toten auf ein Wohnviertel im Sudan hat UN-Generalsekretär Guterres vor einem ausgewachsenen Bürgerkrieg gewarnt, der die gesamte Region destabilisieren könnte. In der Stadt Omdurman waren gestern 22 Zivilisten getötet worden. Viele weitere wurden laut dem sudanesischen Gesundheitsministerium verletzt. Die paramilitärische RSF-Miliz beschuldigt das Militär. Das weist die Vorwürfe zurück. Nach einem Gipfeltreffen in Kolumbien zum Schutz des Amazonas hat der brasilianische Präsident Lula da Silva erklärt, die illegale Abholzung in Brasilien bis 2030 zu beenden. Dies sollten auch die anderen Amazonasländer tun. Der kolumbianische Präsident Petro unterstrich die besondere Bedeutung des Regenwaldes für den Klimaschutz. Der Amazonas erstreckt sich über insgesamt 9 Staaten Südamerikas, vor allem über Brasilien. Er ist der größte Regenwald der Erde. Wir sind eine Gesellschaft im Stress. Das ist die Diagnose, die das deutsche Staatsoberhaupt seinem Land stellt. Frank-Walter Steinmeier heute im großen ZDF-Sommerinterview. An einem Ort, der noch mal ganz besonders kämpfen muss, im Ahrtal nämlich. Sein Blick geht weit darüber hinaus. Der Bundespräsident mahnt dringend Antworten an der Politik auf ganz grundsätzliche Fragen. Was wird aus meinem Job? Wie entwickelt sich die Inflation? Wo positionieren wir uns im Krieg Russlands gegen die Ukraine richtig? Wie wird das mit der Flüchtlingsbewegung an Europas Grenzen? Andreas Künast mit mehr. Das zweite Geschoss war noch unter Wasser. Und was war das? Das ist ein Winzerbetrieb. Winzerbetrieb, aber... Das zweite Geschoss war unter Wasser, das ganze Tal war unter Wasser, das ganze Ahrtal ist bis heute in Not. Als am Mittag der Bundespräsident und seine Frau auf große Dankbarkeit, aber auch auf große Enttäuschungen schauen, ist die bis dahin unvorstellbare Flut fast auf den Tag genau 2 Jahre her. Es gibt Kritik, auch sehr scharfe, aber Steinmeier nimmt Landes- und Kommunalpolitiker auch heute in Schutz. Wenn richtig ist, dass es sich um eine Jahrhundertkatastrophe handelte, dann kann und darf nicht erstaunen, dass auch 2 Jahre nach der Flutnacht Schäden noch sichtbar sind. Vor Schuldzuweisungen wird der Bundespräsident heute noch häufiger warnen. Im ZDF-Sommerinterview beim Rätseln über das Umfragehoch der AfD. Erstmals überhaupt liegen jetzt auch die Sozialdemokraten im Politbarometer hinter der in Teilen rechtsextremen Partei. Ja, die Umfragen sind beunruhigend, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir jede kritische Frage automatisch als Populismus und Rechtsextremismus einordnen. Dann geht es um Steinmeiers Schuld, um die Verantwortung für seine Russlandpolitik. Es schränkt die Gegenwart des deutschen Staatsoberhaupts ein, das die Kritik an der Vergangenheit nicht abreißt. Diese führenden SPD-Politiker haben jahrelang, nicht nur Sie, auch Personen aus der Union, jahrelang sich im Grunde etwas schön geguckt
was mit Moskau zusammenhängt. Ich habe meinen Vorgänger nicht zu kritisieren, das ist seine Auffassung. Wenn Sie danach fragen, ob wir eine Aufarbeitung brauchen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Manches würde sich bei dieser Aufarbeitung auch korrigieren. Zur Korrektur seiner Haltung zu Russland gehört, dass Steinmeier den Haftbefehl gegen Putin und das Sammeln von Beweisen gegen ihn richtig findet. Ich hoffe, dass wir in eine Situation kommen werden, in der mit diesen Beweisen auch vor internationalen Institutionen etwas anzufangen sein wird. Schwierig für Steinmeier die Debatte um das Liefern von Streumunition an die Ukraine. Anders als die USA hat Deutschland, vertreten durch Außenminister Steinmeier, die Ächtung von Streubomben unterschrieben. Deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor richtig, sich gegen Streumunition auszusprechen. Aber sie kann in der gegenwärtigen Situation der USA nicht in den Arm fallen. Wir vergessen euch nicht, hat Steinmeier auch diesmal wieder den Menschen im Ahrtal versprochen. Er wird noch daran gemessen werden. Der Bundespräsident also 2 Jahre nach der verheerenden Flut vor Ort in den damaligen Katastrophengebieten. Wer einen Fehler gemacht hat und den nicht korrigiert, begeht einen zweiten, soll Konfuzius gesagt haben. Der Satz ist aber längst allgemeine Lebensweisheit, an der sich auch ein Staat messen lassen muss. Angesichts der langen Liste von Fehlern, die damals passiert sind, unmittelbar vor der Katastrophe und dann beim Umgang mit ihr, drängt die Frage sehr, was hat Deutschland gelernt? Die Antwort von Anselm Stern 2 Jahre danach fällt ernüchternd aus. Wie brutal, wie gnadenlos die Flut gewütet hat, ist in Maischows im Ahrtal noch immer sichtbar, noch immer spürbar. Dirk Stephan kämpfte gegen die Wassermassen als Feuerwehrmann, jetzt kämpft er für den Wiederaufbau. Die Gebäude der Winzergenossenschaft, schwer getroffen von der Flut, müssen abgerissen und neu aufgebaut, anders aufgebaut werden, mit mehr Hochwasserschutz. Wir wollen natürlich was höher bauen, damit wir quasi das nächste Hochwasser überstehen würden. Wir versuchen mit Rohstoffen zu bauen, die quasi einfach sind, die nicht zu schnell kaputtbar sind und vor allem mit Spundwänden oder mit Fluttoren zu arbeiten, die quasi das Hochwasser abhalten. Mehr Beton, weniger Holz, etwas höher über der Ahr, aber wieder direkt an der Ahr. Fast alle Häuser hier werden dort aufgebaut, wo sie vor der Katastrophe standen. Ich denke, den Menschen, die hier wieder aufbauen, muss klar sein, wenn es so ein Ereignis wie 2021 wieder gibt, dann kann es sein, dass ihr Haus wieder im Wasser steht. Sagt uns Professor Kirschbauer, seine Hauptbotschaft, der Fluss braucht eigentlich mehr Platz, mehr Raum. Eine Lehre aus den Fehlern vor der Flut. Doch auf die Frage, was konkret getan wurde in Sachen Hochwasserschutz, gibt es oft nur sehr lange, sehr unkonkrete Antworten. Einzelne Maßnahmen würden jetzt umgesetzt, heißt es aus Wissenschaft und Politik. Es gibt zum Beispiel ein Gewässerwiederherstellungskonzept. Das heißt, wie wird der Flusslauf, wie können wir den Flusslauf ausbauen, was können wir auch teilweise schon in den Vorländern, also rechts und links neben dem Fluss, machen. Dazu sind auch die ersten Aufträge jetzt schon vergeben worden. Hochwasservorsorge, Hochwasserrisikomanagement, das hört nie auf. Das wird uns jetzt für immer auch weiter beschäftigen, aber es sind durchaus Maßnahmen umgesetzt worden. Das Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz soll aber erst Ende 2024 fertig werden. Es geht langsam, quälend langsam, vielerorts bei vielen Themen. Sebastian Klaes aus Maischows kämpft seit 2 Jahren um sein Hotel, noch immer geschlossen. Der Blick nach vorne schwierig, der Blick zurück sowieso. Er lebt direkt am Fluss und hofft, dass Katastrophenschutz und Warnsysteme in Zukunft wirklich funktionieren. Hier wurden neue Alarmanlagen, also Sirenen aufgebaut und so weiter, alles in einem Husch-Husch-Verfahren. Ne? Es muss nur einer da sein, der später den Knopf drückt und uns warnt. Warnsysteme, Wiederaufbau, vieles beginnt sich gerade erst zu verändern. 2 Jahre nach der Flut, die alleine hier im Ahrtal 135 Menschen in den Tod gerissen hat. Jetzt was ganz anderes an diesem Sonntag. 18 Sportarten, 159 Meistertitel, Traditionssport und viel Neues, Festivalstimmung zwischen Rhein und Ruhr in Duisburg und Düsseldorf. Das sind die deutschen Finals. Ein Mini-Olympia über 4 Tage.
Und da ist das Wort auch schon gefallen, das bei den Verantwortlichen gerade die Fantasie anregt. Könnte aus diesem Mini-Olympia ein richtiges werden? Sehen wir da gerade die Generalprobe für eine Olympiabewerbung der Rhein-Ruhr-Region? Eike Schulz jetzt über die Finals, die jetzt bereits einiges bewegt haben. Sportart Breaking. Olympisch sogar. In Duisburg tanzen zwei abwechselnd um den Sieg. Früher hat man das mal Breakdance genannt. Die Finals überraschen mal wieder, ob in einer ehemaligen Industriekulisse oder mit einer Schwanenfamilie im Duisburger Binnenhafen. Zum Glück lag die gehandicapte Konkurrentin schon vor dem Schwanengesang gegenüber der Siegerin zurück. Die Finals. Die deutsche Art, Hochleistungssport außerhalb großer Arenen zu etablieren, zeigt Wirkung. Schon zum 4. Mal. Ich nehme mit, dass Deutschland, wie auch vorher in München, sehr am Sport interessiert ist, dass man Sport wahrnimmt, dass man hingeht und dass man auch sehr zufrieden ist und jubelt und die Sportler und Sportlerinnen anfeuert. Und das ist sicherlich ein positives Signal. Es ist immer wieder die Chance, aus einer Nische herauszutreten. BMX zum Beispiel mit der deutschen Meisterin Kim-Lea Müller. Werbung für sich und ihren Sport. Zur Leichtathletik, die in Kassel stattfindet, mit Malaika Mihambo. 6,93 Meter, der 6. Titel nacheinander. Aber dann, die Olympiasiegerin bricht ihren 4. Versuch ab. Verdacht auf Zerrung. Wie schwer und ob die WM gefährdet ist, entscheidet sich bei weiteren Untersuchungen. Altbewährtes und Altbewährte sind im Turnen zu bewundern. Andreas Tober, der Meister am Reck. Oder Elisabeth Seitz, die Turnkönigin, ihr 25. deutscher Titel. Die Europameisterin möchte am Stufenbarren in Paris bei den Spielen mit einer Medaille glänzen. Man meint ja, als Mensch kann man nicht fliegen. Am Stufenbarren kann man das. Man hat das Gefühl vom Fliegen und das macht es einfach aus bei mir. Ich habe einen Riesenspaß, von Holm zu Holm zu fliegen und einfach zu genießen, was ich kann. Vor allem, weil ich ein paar Sachen besser kann als andere auf der Welt und das macht besonders Spaß. Paris haben viele vor Augen und der deutsche Sport plant wieder eine Vision Olympia. Spiele in Deutschland. Die Kampagne ist gestartet, auch und mit den Finals. Wir haben das Gefühl, die Bevölkerung steht jetzt hinter Olympischen und Paralympischen Spielen und hinter Großsportereignissen in Deutschland. Die Grundidee ist einfach, Olympische Spiele mit der Gesellschaft auf die Beine, Ideen zu sammeln. Jede Idee zählt und lasst uns darüber reden, vor allen Dingen, wie könnten die Olympischen Spiele in Deutschland aussehen. Eine Olympiabewerbung für alle mit allen, die begeistern kann wie ein entfesselt laufender Kölner Joshua Hartmann. In 20,02 Sekunden bricht der 5. der EM den 18 Jahre alten deutschen Rekord von Tobias Unger. Ein Sprinter für die olympische Zukunft. Ja, wir sind gespannt. Und wir haben noch mehr Sport heute mit dir, Hanna. Ja, ganz genau. Und zwar die Tour de France. Da ging es heute bei der 9. Etappe das erste Mal seit 35 Jahren wieder auf den legendären Vulkan Puy-de-Dôme. Erster im Ziel war der Kanadier Michael Woods nach einem kilometerlangen und extrem steilen Anstieg. Das gelbe Trikot verteidigte der Däne Vingegaard, in der Gesamtwertung dicht gefolgt vom Slowenen Pogačar. Max Verstappen hat in der Formel 1 seinen 6. Sieg in Folge eingefahren und so seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Auf der Strecke in Silverstone ließ der Red Bull-Pilot die Briten Lando Norris im McLaren und Lewis Hamilton im Mercedes hinter sich und verhinderte so einen britischen Heimsieg. In Köln haben sich knapp 1,5 Millionen Mitglieder und Unterstützer der queeren Community zum Christopher Street Day versammelt. Rund 60.000 waren laut Veranstaltern direkter Teil der Parade und zogen durch die Kölner Innenstadt. Sie forderten dabei gleiche Rechte, unter anderem für homo- und transsexuelle Menschen. Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der queeren Community in Europa. Und jetzt eine Nachricht, die Sie alle selbst erlebt haben dürften. Es war heute heiß. Sehr, sehr heiß in Deutschland. Der bislang heißeste Tag des Jahres. 38 Grad in Waaghäusel in Baden-Württemberg. Dazu einige Unwetter. Auch die durchschnittliche globale Temperatur liegt nun schon den 6. Tag in Folge über dem bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2016. Und die eigentliche Rekordphase des Jahres kommt ja erst noch. Anna Gürt. Mit strömendem Regen entlädt sich im Nordwesten die Hitze, die sich über den Tag angestaut hat. Im Landkreis Wesel entwurzelt der Sturm mehrere Bäume.
Vor allem aber bringen die Gewitter eins: Abkühlung. Die gab es am Mittag nur mit einem Sprung ins Wasser, wie hier am Eichstruther Stausee in Welzheim in Baden-Württemberg. Deutschland schwitzt. Mehr als 30 Grad ist es so heiß. 27 ist perfekt, aber mehr, das ist total verrückt für uns. So wie heute, perfekt am Wasser, im Schatten ein bisschen, aber trotzdem die Sonne genießen und aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, ab und zu abzukühlen. Das brauchen wir. Wir genießen es hier auf jeden Fall. Wir springen auf SUP und genießen das kühle Wasser. Und deswegen sind die warmen Temperaturen eher schön für uns. Ja. Über den Sonnenschein freuen sich auch die Wasserretter der DLRG. Bei ihren Rundgängen müssen sie jetzt aber auch besonders aufmerksam sein. Denn viele Badegäste unterschätzen die pralle Sonne. Die Risiken bei der Hitze am Badesee sind durch die Sonneneinstrahlung, Sonnenstiche, Sonnenbrände ganz klar oder aber auch beim Gehen ins Wasser sich nicht rechtzeitig abzukühlen und dadurch die Temperaturunterschiede zu groß sind. Schattenplätze unterm Sonnenschirm sind heiß begehrt, am Badesee im Süden und auch am anderen Ende von Deutschland, Hochbetrieb an den Ostseestränden. Während sich hier die Gäste drängen, sind viele Innenstädte wie ausgestorben. Trotz Sonntag ein ungewohntes Bild, genau wie das hier. Die Luft flimmert in Karlsruhe. Manche zieht es trotzdem nach draußen, aus unterschiedlichen Gründen. Wir sind im Dachgeschoss und wir überleben gerade noch so mit Ventilatoren. Ich liebe die Wärme und wenn man dann noch einen kühlen Prosecco bekommt, dann ist es perfekt. Viele Cafés und Restaurants aber sind leer, in Karlsruhe und auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Mehr Betrieb dagegen in der Notaufnahme. Besonders für ältere und vorerkrankte Menschen können die hohen Temperaturen gefährlich werden. Was wir sehen, sind mehr Patienten, die zum Beispiel einfach dehydriert sind, die einfach nicht genug getrunken haben, vor allen Dingen aus den alten Pflegeheimen. Da haben wir schon mehr Patienten heute. Ich würde denken, so 25% mehr von diesen Patienten. Solche Hitzewellen sind nichts Ungewöhnliches mehr. Ende der nächsten Woche soll es aber erst mal wieder abkühlen. Zumindest ein bisschen. Ja, wie es genau weitergeht in der kommenden Woche, was das Wetter angeht, sagen wir Ihnen das gleich. Erst der traditionelle Heute-Journal-Ausblick auf die wichtigsten Ereignisse, die wir alle im Blick behalten werden. Der NATO-Gipfel, den wir vorhin ja hier schon ausführlich besprochen haben, ist eines davon. Hier ist Ulrike Rödle mit den anderen. Präsident Biden wird am Montag zu Besuch in London erwartet. Er wird von König Charles empfangen und trifft den britischen Premierminister Sunak. Themen der Gespräche werden der Ukraine-Krieg und der NATO-Gipfel sein. Und vermutlich auch das Freihandelsabkommen, das Großbritannien mit den USA abschließen will. Im Europäischen Parlament wird am Dienstag über das Renaturierungsgesetz der EU-Kommission abgestimmt. Es sieht unter anderem vor, Flüssen mehr Raum zu geben und alte Wälder zu erhalten. Das Gesetz könnte kippen, weil vor allem die meisten Konservativen dagegen sind, darunter die deutschen CDU- und CSU-Abgeordneten. Sie argumentieren, dass damit die Ernährungssicherheit in Gefahr sei. Am Mittwoch wird Gesundheitsminister Lauterbach ein Programm vorstellen, mit dem die Folgen von Long-Covid untersucht und die Versorgung von Betroffenen verbessert werden soll. In Deutschland leiden etwa 100.000 Menschen an Long-Covid. Lauterbach will dafür 100 Millionen Euro einplanen. Ob er so viel Geld im Haushalt dafür bekommt, ist unsicher. Und so wird das Wetter in den kommenden Tagen. Morgen ziehen Regen und Gewitter ostwärts. Von Westen wird es freundlicher. Einzelne Schauer sind aber möglich. Die Temperatur steigt auf 25 bis 34, ganz im Norden auf 22 bis 25 Grad. Am Dienstag gibt es kräftige Gewitter im Südwesten bei bis zu 36 Grad. Ab Mittwoch ist die große Hitze vorbei. Vor allem im Norden und an den Alpen bleibt es unbeständig. So, und damit danken wir im Namen des ganzen Teams, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, für Ihr Interesse. Und noch der Hinweis auf die nächste Heute Express gegen 0:25 Uhr. Morgen freuen sich hier Marietta Slomka und Heinz Wolf auf Sie. Machen Sie sich einen angenehmen Abend. Bis bald. Tschüss.